Ich kann einfach nicht verstehen, wie Silksong nicht Game of the Year 2025 werden konnte. Was soll denn bitte irgendein rundenbasiertes Spiel von irgendwelchen No-Names aus Frankreich gegen das meist erwartete Sequel der letzten Jahre haben? Das dachte ich zumindest, bevor ich Clair Obscur Expedition 33 selbst gespielt habe. Und oh Junge, hat mich dieses Spiel umgehauen, ohne Scheiß. In diesem neuen Video will ich deshalb darüber reden, warum Expedition 33 zu Recht Spiel des Jahres 2025 geworden ist. Wie immer beleuchten wir dazu die unglaublich gute Geschichte, das Worldbuilding und das Gameplay, und ich kann euch jetzt schon so viel sagen, bei allen 3 Punkten räumt das Spiel einfach nur geisteskrank ab. Lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Reviews von mir sehen wollt. Und jetzt lasst uns keine Zeit verschwenden, wir sprechen zuerst mal über die Story von Expedition 33. In der Welt von Expedition 33 gibt es die Malerin, eine gigantische Figur, die jedes Jahr eine neue Zahl auf den riesigen Monolithen malt, an dem sie lebt. Immer wenn sie eine neue Zahl gemalt hat, werden alle Menschen, die älter als diese Zahl sind, ausgelöscht. Der Tag der sogenannten Gommage. Die Handlung setzt an dem Tag ein, an dem die Malerin die Zahl 33 schreiben wird. Aus der Stadt Lumière, die eine zerstörte und verdrehte Version von Paris darstellt, bricht jedes Jahr eine neue Expedition aus Bürgerinnen und Bürgern auf, die es sich zur Aufgabe machen, die Malerin zu töten, um die anhaltende Auslöschung ihrer Lieben in Zukunft zu verhindern. An der Expedition 33 nehmen unter anderem Gustave, Maëlle, Lune und Ciel teil. Die Gruppe bricht von der Insel auf der Lumière liegt, und reist Richtung Kontinent, um ihr Glück zu versuchen. Kaum dort angekommen, erwartet sie ein mysteriöser, unbekannter Mann, der deutlich älter ist als alle anderen, also jemand, der von der Gommage nicht betroffen zu sein scheint. Der Mann bringt einen Großteil der Expedition direkt vor Ort am Strand um, und es bricht Chaos aus, indem Gustave von Maëlle getrennt wird, die für ihn sowas wie eine Ziehtochter ist, weil sie ihre Eltern schon früh an die Gommage verloren hat und seitdem als Waise in Lumière gelebt hat. Gustave gelingt es, sich aus der Schlacht zurückzuziehen und sich zu einem sicheren Ort zu schleppen. Nach einer Ohnmacht streift Gustave durch die Wildnis und trifft auf Lune, kurz bevor er die Hoffnung aufgeben wollte. Gemeinsam gehen beide zum Indigo-Baum, einem vorher vereinbarten Treffpunkt der Expedition, sollte irgendwas schiefgehen. Am Treffpunkt finden sie tatsächlich einen Hinweis auf den Aufenthaltsort von Maëlle. Die Expedition soll nach einer Tür in einem seltsamen Unterwasserbiom Ausschau halten. Gustave und Lune finden die Tür und betreten ein opulent eingerichtetes Herrenhaus, in dem sich Maëlle in Sicherheit befindet. Im Herrenhaus befindet sich außerdem ein unheimliches, schwebendes, gesichtsloses Wesen, das nur als der Kurator bezeichnet wird und später nochmal wichtig wird. Um ihre Expedition entgegen aller Hoffnung auf Erfolg fortzusetzen, reisen sie zu dritt ins Dorf der Gestrale, einer seltsamen, intelligenten Spezies. Um die Hilfe der Gestrale zu bekommen, muss die Gruppe zuerst einen Wettkampf gegen ihre stärksten Kämpfer bestehen. Am Ende dieses Wettbewerbs taucht ein mysteriöser Champion auf, den die Gruppe besiegen muss. Bei diesem Champion handelt es sich um Ciel, ein weiteres Mitglied der Expedition, das den Angriff am Strand ebenfalls überlebt hat. Ciel schließt sich ihren Freunden an, und die Gestrale raten der Gruppe, sich an Esquire zu wenden, wenn sie das Meer bis zum Monolithen der Malerin überqueren wollen. In der Nacht, bevor die Expedition sich zu Esquires Nest aufmacht, wird Maëlle plötzlich von einer albtraumhaften Vision heimgesucht. In dieser Vision erscheint ihr ein unbekanntes Mädchen mit einer Maske, die irgendeine unbekannte Verbindung zu Maëlle zu haben scheint. Kurz danach taucht der mysteriöse Mann vom Strand auf und warnt Maëlle, dass die anderen und vor allem sie selbst nicht auf dem Kontinent sein sollten, und empfiehlt ihnen, nach Lumière zurückzukehren und ihr letztes Jahr in Frieden zu leben. Die Expedition ignoriert die Warnung und setzt ihren Weg am nächsten Morgen zu Esquires Nest fort. Esquire ist ein in Lumière sagenumwobenes mythisches Wesen, das aber tatsächlich real ist und der Gruppe helfen will, die Malerin zu erreichen. Im Gegenzug muss die Expedition Esquire dabei helfen, ihre Kräfte wiederzufinden, die sich innerhalb von bestimmten Steinen befinden. Einer dieser Steine befindet sich an den Steinwellenklippen, aber bevor die Gruppe diesen Ort betritt, erscheinen nachts wieder das maskierte Mädchen und der Mann im Lager der Expedition und beobachten Maëlle, während sie schläft. Am Ende der Klippen erschlägt die Gruppe nach einem harten Kampf den Lampenmeister, ein unheimliches, mysteriöses Wesen, und kommt so an den ersehnten Stein für Esquire. Die freudige Stimmung darüber, dass sie vielleicht doch noch eine Chance auf eine erfolgreiche Expedition haben, wird unterbrochen, als der mysteriöse Mann vom Anfang in der Höhle auftaucht.
Gustav versucht mit letzten Kräften, Mael vor dem Mann zu schützen, wird von ihm aber vor Maels Augen getötet. Kurz bevor der Mann auch Mael töten kann, springt ein weiterer Unbekannter dazwischen, blockt den Schlag ab und ermöglicht der restlichen Gruppe die Flucht. Der Fremde sucht anschließend die Gruppe in ihrem Lager auf und stellt sich selbst als Verso von der allerersten Expedition vor. Außerdem erklärt er, dass der weißhaarige Mann Renoir heißt und dass seine Unsterblichkeit seiner Ansicht nach ein Geschenk der Malerin ist und er die Gruppe deshalb aufhalten will, weil er seine Unsterblichkeit behalten will. Verso schließt sich ab sofort an Gustavs Stelle der Expedition an und erklärt, dass sie das Herz der Malerin zerstören müssen, um die Schutzbarriere zu zerstören, die den Monolithen umgibt. Das gesuchte Herz befindet sich in Alt-Lumière, einem Teil des einst viel größeren Lumière, von dem Mael, Gustav, Lune und Ciel stammen, das aber beim sogenannten Bruch, einer nicht weiter erklärten Katastrophe, auseinandergerissen wurde. Genauer gesagt befindet sich das Herz in der realen Version des Herrenhauses, in dem Gustav und Lune Mael gefunden haben. Bevor die Gruppe aber zum Zug kommen kann, öffnet sich die Tür des Herrenhauses und Renoir tritt heraus. Hier erklärt Renoir auch das erste Mal, dass Verso sein Sohn ist, eine Tatsache, die Verso bisher verschwiegen hat. Es entbrennt ein Kampf zwischen der Gruppe und Renoir, der diesmal mit großer Anstrengung zurückgeschlagen werden kann. Das Mädchen mit der Maske kommt dazu und teleportiert Renoir, sich selbst und das Herrenhaus mit dem Herz der Malerin weg. Aus den Tagebüchern vergangener Expeditionen hat Lune erfahren, dass die Möglichkeit besteht, die Barriere um den Monolithen mit einer speziellen Waffe zu durchbrechen, die vom Kurator hergestellt werden kann. Dazu braucht er aber eine Menge Chroma. Und diese Mengen Chroma kann die Expedition nur durch das Töten der Axone bekommen. Riesige Kreaturen, die auf Inseln rund um den Monolithen liegen. Bevor die Gruppe zum ersten Axon aufbricht, erfahren wir in einem Gespräch zwischen Verso und Mael, dass das maskierte Mädchen aus Maels Albträumen Versos Schwester namens Alicia ist. Nachdem beide Axone besiegt sind, erschafft der Kurator aus dem gesammelten Chroma den Barrierebrecher, einen Rapier, den Mael ab sofort trägt. Vor ihrem Aufbruch wird Verso heimlich von Alicia im Lager der Expedition besucht, wo sie ihm einen Brief gibt, dessen Inhalt für uns vorerst im Dunkeln bleibt. Mit ihrer neuen Waffe zerstört Mael die Schutzbarriere und die Gruppe erreicht endlich den Fuß des Monolithen, wo sie die Malerin stellen wollen. Die Gruppe initiiert den Kampf mit der über ihr auftürmenden Malerin, aber das Wesen reagiert überhaupt nicht auf ihre Angriffe und sie wehrt sich auch nicht. Nach einer weiteren Vision von einer gesichtslosen, schwebenden Frau, ähnlich wie der Kurator, gelangt die Expedition ins Innere des Monolithen. Wir erklimmen den Monolithen und durchlaufen dabei alle bisher entdeckten Gebiete als Miniaturversion. Kurz vor dem Gipfel werden wir ein letztes Mal von Renoir aufgehalten. Die Gruppe hat Schwierigkeiten damit, ihn zu erledigen, aber am Ende schließt sich der Kurator dem Kampf an und schlägt Renoir zusammen mit Mael endgültig in die Flucht. Anschließend bleibt nur noch der kurze Aufstieg zum Gipfel des Monolithen, auf dem die schwebende Frau wartet, die wir vor kurzem gesehen haben, die wahre Form der Malerin. Dort entbrennt ein Kampf zwischen den Fraktionen, bei dem sich die Malerin die Hilfe ihrer gigantischen Version holen muss. Aber am Ende unterliegt die Malerin und löst sich in Versos und Maels Armen in Blütenblätter auf, genau wie zuvor alle Menschen, die an der Gommage gestorben sind. Kurz vor ihrem Dahinscheiden spricht die Malerin Mael überraschenderweise mit Alicia an. Mael, Lune, Ciel und die anderen kehren nach einer erfolgreichen Expedition nach Lumière zurück und werden dort als Helden gefeiert, die die Malerin zu Fall bringen konnten. Verso lässt sich an einer ruhigen Stelle am Hafen nieder und liest dort den Brief, den Alicia ihm gegeben hat. Es stellt sich heraus, dass der Brief eigentlich für Mael gedacht war, Verso ihr den Brief aber nie gegeben hat. In ihrem Brief schreibt Alicia etwas, das die Wahrheit der Welt komplett auf den Kopf stellt und wahrscheinlich der größte Plot-Twist der Handlung ist. Und weil die Szene einfach so unglaublich herzzerreißend, dramatisch und gleichzeitig schön und das Voice-Acting und die Bilder wahnsinnig fantastisch sind, lasse ich sie jetzt einfach kurz laufen, weil das muss man einfach gesehen. Brother, I tire of the conflicts and deceptions that plague our family and theirs. So, I entrust you with this letter. Whether you give it to her is up to you. I'm at peace with what's to come. When the time comes, I hope you will be too. Maya, it's a strange feeling watching you with my brother, laughing and smiling, without the scars or the memories that afflict me. Alicia, as she was meant to be. Not this painted version that I am. My family
a facsimile of yours, and this world a mirror, painted by your mother, the paintress, to stave off her grief. Seeing your expedition through would plunge us all into the abyss. For in ridding the world of the paintress, you'd lose the sole force standing against the one who would erase us, the one who invokes the flowers of the Gomash. An act of love, for he does love her. Your father. On her monolith, she paints a warning for us all, of the few she can save as her power wanes. We all wish for our families to thrive. Your family, however, believes only one can survive. But perhaps you'll find another way. You who have lived amongst us, perhaps you differ from your father and your sister, as I differ from mine. Your mother paints life, whilst your father, death. What will you paint? Mael ist also die Tochter der Malerin und die ganze Welt, die wir im Laufe des Spiels erlebt haben, ist nicht mehr als eine künstliche Welt, die die Malerin erschaffen hat, um mit ihrer Trauer umzugehen. Die Trauer worüber? Das erfahren wir gleich. Es war nie die Malerin, die die Gommage verursacht und damit die Menschen von Lumière getötet hat, sondern Renoir. Die Malerin hat durch ihre Kraft Renoir zurückgehalten, sodass er immer nur einen Teil der Welt nach und nach auslöschen konnte. Immer wenn die Malerin eine neue Zahl an ihren Monolithen geschrieben hat, dann war es jedes Mal nur eine Warnung, wie viel Zeit noch bleibt, um Renoir aufzuhalten. Der Tod der Malerin sorgt jetzt dafür, dass Renoir seine Macht ungebremst nutzen kann. Das sorgt dafür, dass in dem Moment, als Verso den Brief fertig gelesen hat, vom Kontinent eine enorme Schockwelle ausgeht, die bis nach Lumière reicht. Renoir hat die Gommage aller noch lebenden Menschen ausgelöst und wir müssen mit ansehen, wie sich jede einzelne Person in Lumière in Blütenblätter auflöst. Danach sehen wir einen weiteren Albtraum von Mael, in dem Verso in einem Raum im Herrenhaus in Flammen aufgeht. Es folgt ein Zeitsprung in die Vergangenheit. Mael schreckt in ihrem Bett im Herrenhaus aus dem Albtraum hoch, allerdings handelt es sich diesmal nicht um Mael, sondern um Alicia. Sie wird von einer Frau namens Claire in Renoirs Atelier gerufen. Wir erfahren von Claire, die unsere ältere Schwester ist, dass unsere Familie, die Descendres, als Maler über eine besondere Gabe verfügt, nämlich lebendige Welten zu malen. Die Welt, in der die Handlung gespielt hat, ist ein Gemälde von Verso, das er in seiner Kindheit gemalt hat und in das die Malerin Aline sich geflüchtet und eine neue Version von Verso und Mael erschaffen hat, weil sie den Tod ihres Sohnes in der echten Welt nicht verarbeiten konnte. Verso ist nämlich bei einem Brand, von dem Alicia auch ihre Narben hat, ums Leben gekommen. Renoir ist Aline in das Gemälde gefolgt, um sie zurückzuholen und wie wir von Claire erfahren, sind beide schon sehr lange in diesem Gemälde und weigern sich zurückzukehren. Alicia erhält jetzt von Claire den Auftrag, in das Gemälde zu gehen und Renoir dabei zu helfen, ihre Mutter wieder zurückzuholen. Alicia betritt das Gemälde und wird vom Chroma der Malerin eingehüllt, das sie als Mael wiedergeboren werden ließ. Jetzt, da all die Erinnerungen an ihre wirkliche Herkunft wieder da sind, findet sich Mael mit Verso in Lumière wieder. Die beiden treffen auf den Kurator, der sich als der echte Renoir entpuppt. Mael ist guter Dinge, dass Renoir das Gemälde jetzt in Ruhe lassen wird, da Aline doch besiegt und wieder zurückgeholt wurde. Aber Renoir beharrt darauf, dass seine Frau aus ihrer unüberwindbaren Trauer heraus so lange versuchen wird, aus Sehnsucht nach ihrem verstorbenen Sohn in das Gemälde, dem letzten verbliebenen Stück von Versos Seele, zurückzukehren, dass er es nicht unzerstört lassen kann. Mael will nicht in die echte Welt zurückkehren und flieht zusammen mit Verso auf Eskir, bevor Renoir sie mit Gewalt mitnehmen kann. Mit ihren wiederentdeckten Fähigkeiten als Malerin, also der Kraft, Welten und Leben zu erschaffen, bringt Mael Lune und Ciel zurück ins Leben. Anschließend kehrt die Gruppe nach Lumière zurück, wo sie ein für alle Mal den echten Renoir zum Kampf herausfordern, der sich ihnen als Kurator entgegenstellt. Der Gruppe gelingt es, Renoir zu schlagen. Um seinen Standpunkt weiter auszuführen, zeigt Renoir Mael und Verso eine Vision von ihrer kaum noch lebendigen Mutter, die unter Qualen umherstolpert und versucht, in die Leinwand zurückzukehren. Endlich gelingt es Mael dennoch, ihren Vater davon zu überzeugen, die Leinwand nicht zu zerstören, in der sie lebt, und Renoir löst sich in Blütenblätter auf.
Verso ist allerdings von dem Anblick seiner kranken Mutter so geschockt, dass er durch das Portal hindurchschreitet und zu dem letzten winzigen Teil seiner echten Seele gelangt, die noch immer die Welt aufrechterhält, indem sie unablässig das Bild malt. Verso will den kleinen Jungen dazu bewegen, endlich mit dem Malen aufzuhören, wodurch er endlich mit der Leinwand sterben würde. Mile folgt ihm und stellt sich zwischen die beiden, weil sie es nicht erlauben will, dass die Welt zusammenfällt, in der sie im Gegensatz zu ihrem Ich als Alicia ein echtes Leben hatte. Weil keiner der beiden nachgeben will, entbrennt ein Kampf zwischen ihnen. Hier lässt uns das Spiel eine Wahl. Wir können als Mael kämpfen, um den Erhalt der Leinwand von Lumière und all seinen Bewohnern zu bewahren. Oder wir kämpfen als Verso und beenden diese Welt, die nicht wirklich real ist und nur wegen eines nicht überwundenen Traumas existiert. Egal für was wir uns entscheiden, der Ausgang ist gleichermaßen dramatisch und herzerschütternd. Wenn Mael gewinnt, dann bleibt sie die alleinige Herrscherin über das Gemälde und kann geliebte Menschen wie zum Beispiel Gustave zurück ins Leben malen. Das Ganze hat aber eine leicht bittere Note, weil diese Welt, wie wir jetzt wissen, nicht wirklich real ist. Sogar einen neuen Verso malt Mael in diesem Ende, obwohl dieser sie in seinen letzten Momenten regelrecht anfleht, dieses Leben zu beenden. Mael erfüllt Verso vermeintlich seinen größten Wunsch, indem sie ihn im Opernhaus in Lumière Klavier spielen lässt. Aber Versos Gesichtsausdruck ist dabei eisern und wütend und sieht so gar nicht danach aus, dass er gerade seinen größten Traum lebt. Die Kamera springt zu Mael und auch sie zeigt uns ein steinernes, irgendwie künstliches Lächeln, das nicht ganz echt wirkt. Außerdem sehen wir, dass sie, genau wie ihre Mutter zuvor, von der Macht, ganze Welten zu malen, langsam aufgefressen wird. Sollte Verso Mael besiegen, geht sein Wunsch in Erfüllung und die Leinwand und er lösen sich endlich vollständig auf, sodass es für die Familie Descentre keine Möglichkeit mehr gibt, ihn auf diese qualvolle Art am Leben zu halten. Im Epilog sehen wir Renoir, Aline, Alicia und Claire, wie sie sich vor Versos Grab zusammenfinden und nun endlich gemeinsam Abschied nehmen. Vor Alicia tauchen nochmal all ihre Freunde aus der Leinwand auf, verabschieden sich ein letztes Mal von ihr und lassen sie in ihrem grausamen, echten Leben zurück. Die ganze Welt, die wir in Expedition 33 erlebt haben, Gustave, Mael, Lune, Ciel, die Gestrale, Esquire, die verschiedenen Welten, die Axone, einfach alles, ist nicht mehr als eine zum Leben erweckte Leinwand einer Familie mit magischen Fähigkeiten, die den Tod eines geliebten Familienmitglieds nicht verwinden konnte. Wenn ihr jetzt denkt, ja, klingt nach so einem billigen Story-Trick, so nach dem Motto, es war alles nur ein Traum, dann kann ich euch nur raten, spielt dieses Spiel und erlebt die Geschichte selbst. Ich kann mich an kein Spiel in der jüngeren Vergangenheit erinnern, in dem mich die Story dermaßen umgehauen, begeistert und schockiert hat. Und die Handlung ist weit, weit davon entfernt, sich billig anzufühlen, ganz im Gegenteil. Wir werden hier von Anfang bis Ende in den zahlreichen Cinematics, Zwischensequenzen und Dialogen immer ein bisschen mehr mit Infos gefüttert, dass wir uns beim Spielen Stück für Stück ein Bild davon machen können, was in der Welt von Clair Obscur eigentlich abgeht. Aber immer, wenn wir denken, wir hätten jetzt das meiste verstanden, wirft uns das Spiel ein neues Storyfragment, einen neuen Charakter oder eine neue Kreatur vor, die wieder Dutzende neue Fragen aufwirft. Das sorgt dafür, dass die Geschichte bis zum Ende spannend bleibt und wir uns wirklich erst ganz zum Schluss ein komplettes Bild davon machen können, was wir da eigentlich erlebt haben. Die Charaktere sind so glaubhaft und real inszeniert und werden durch ein übertrieben gutes Voice Acting und Motion Capturing zum Leben erweckt, dass die komplette Geschichte einfach unglaublich nachvollziehbar und cinematisch rübergebracht wird. Ich liebe es außerdem immer, wenn eine Geschichte mir Antagonisten mit Grautönen präsentiert, anstatt einfach nur jemanden, der böse ist, um böse zu sein. Mit Renoir haben wir einen solchen Gegenspieler. Er ist nicht einfach grundböse und tötet neue Expeditionen aus Langeweile oder Hass ihnen gegenüber. Der Renoir, der die Expedition am Strand erwartet, ist die gemalte Version von ihm, ein Werkzeug der Malerin, das dafür sorgen soll, dass keine Expedition ihren Monolithen erreicht. Der echte Renoir will einfach nur seine Frau zurückgewinnen, die sich in der Leinwand verloren hat und am Rande des Todes steht. Auch Verso kann auf eine Art als Antagonist oder zumindest Antiheld betrachtet werden. Ab dem Moment, in dem er sich Expedition 33 anschließt, lügt er sie an oder erzählt ihnen zumindest nie die ganze Wahrheit und das alles nur, damit er seinem persönlichen Ziel näher kommt. Auch die Malerin, die uns am Anfang des Spiels als das große Böse vorgestellt wird, ist nichts als eine trauernde Mutter, die sich zerbrochen und in Trauer an das letzte Stück ihres verlorenen Sohnes klammert, das ihr noch geblieben ist. Und Mael?
In Maels Ende überlebt Lumière, Gustave und seine Partnerin Sophie und alle anderen Menschen, die im Laufe der Jahre ihr Leben gelassen haben, werden zurück ins Leben geholt. Aber auch Mael wird damit ein Stück weit zu einer Antagonistin, die durch ihre Macht anderen ihren Willen aufzwingt, wenn auch vermeintlich für die gute Sache. Deutlich machen das Versos Gesichtsausdruck und auch Maels Lächeln, das eine bittersüße Note hat. Wir haben die Welt vor der Auslöschung gerettet. Aber diese neue Realität fühlt sich für uns, die wir jetzt die Wahrheit kennen, auch irgendwie nicht richtig an. Vielmehr ist es eine Illusion, die von Mael aufrechterhalten wird. Den Einwohnern von Lumière sind die Umstände vermutlich nicht mal bekannt und wenn sie und ihre Lieben durch den Sieg der Expedition nicht mehr die Gommage fürchten müssen, ist das für sie eine tolle Sache. Wenn man das Spiel aber einmal durchschaut hat, dann bröckelt die Realität vor einem zusammen und man wird mit einem moralischen Dilemma konfrontiert, das je nach Perspektive gleichzeitig richtig und falsch ist. Ach, ich liebe solche Geschichten, die einen dermaßen zum Nachdenken bringen. Wie die Welt von Clair Obscur präsentiert wird, hat mich echt sprachlos gemacht und macht es auch jetzt noch, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte wirklich Probleme damit, das Skript für dieses Video zu schreiben, einfach weil es mir so schwer gefallen ist, meine Gedanken und Gefühle für dieses Spiel in Worte zu fassen. Das Spiel sieht so gut aus, aber damit hört es noch lange nicht auf. Wie ich eben schon gesagt habe, nimmt die Handlung immer wieder eine neue Wendung, aber das Beste ist, dass diese Wendungen auch immer extrem gut herbeigeführt werden und sich nie billig geschrieben anfühlen. Damit sowas funktioniert, ist es immer extrem wichtig, dass die Entwickler schon von Anfang an wissen, wo die Geschichte hin soll und die Welt, die wir als Spieler erleben, dementsprechend aufbauen. In Expedition 33 gibt es so viele Details und kleine Aspekte, die erst am Ende Sinn ergeben, wenn wir die Wahrheit durch Alicias Brief erfahren. Zum Beispiel viele Aussagen von Renoir, die wir am Anfang oder in der Mitte der Handlung noch überhaupt nicht verstehen können. Oder dass wir in Renoirs Atelier im Herrenhaus riesige Gemälde der Axone sehen können, die seine Kreationen waren und die er in die Leinwand von Verso hat einfließen lassen. Oder Esquire, die Verso einfach nur nach seinem Lieblingskuscheltier erschaffen hat. Optisch ist das ganze Spiel irgendwo zwischen Belle Epoque, Steampunk und Dark Fantasy angesiedelt und hatte für mich an vielen Stellen auch irgendwie so einen Studio Ghibli-Charakter, weil ich mich spätestens nach der ersten Begegnung mit den Gestralen und Esquire darauf eingestellt habe, dass mir in diesem Spiel wirklich alles begegnen kann. Gefühlstechnisch trifft Clair Obscur alle Emotionen, die man so erleben kann. Vor allem anderen ist es hier ein Drama, das wir erleben, aber die Geschichte bringt einen auch oft zum Schmunzeln. Extrem stimmungsvoll ist außerdem der ganze Soundtrack, wofür das Spiel unter anderem auch ein paar Preise abgestaubt hat. Musik ist eigentlich durchgehend zu hören, fühlt sich aber nie störend oder unpassend an, sondern untermalt jede Szene extrem stimmungsvoll. Der Soundtrack kommt mal sehr leise und gefühlvoll und ein anderes Mal besonders wuchtig und energiegeladen rüber, was einfach perfekt zu den ganzen Stimmungen passt, die das Spiel abbildet. Das Lied Lumière hatte ich noch einige Tage im Kopf, nachdem ich mit dem Spiel fertig war und habe es mir auch hinterher noch einige Male angehört. Atmosphärisch erinnert das Spiel insbesondere in den Zwischensequenzen an ein atemberaubendes Kinoerlebnis. Bilder, Perspektiven und Kamerafahrten könnten 1:1 so aus einem krassen Blockbuster zu sehen sein und nehmen an einigen Stellen bildgewaltige epische Ausmaße an. Gut, dass wir gerade von Kino und Blockbuster sprechen, weil bei meiner Recherche für dieses Skript habe ich mitbekommen, dass scheinbar eine Realverfilmung von Clair Obscur geplant ist. Bräuchte es für mich nicht mal unbedingt, weil das Spiel selbst schon ein cinematisches Meisterwerk ist, aber wenn was Cooles damit gemacht wird und man sich eng an dem Spiel orientiert, dann bin ich offen für alles. Sprechen wir jetzt noch darüber, wie sich Expedition 33 spielt, weil auch dafür will ich direkt zu Beginn eine Lanze brechen. Dieses Spiel beweist, dass rundenbasierte Spiele nicht langweilig sein müssen. Hier haben wir nämlich erstmal für jeden spielbaren Charakter einen eigenen Skilltree mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die wir freischalten können. Das sorgt dafür, dass wir spannende und abwechslungsreiche Builds mit unterschiedlichen Attacken erstellen können. Was die Kämpfe auch noch interessant macht, sind die Quicktime-Events, bei denen wir nach einem Angriff in einem bestimmten Zeitfenster X drücken müssen, um die Attacke leicht zu verstärken. Dadurch hat man das Gefühl, trotzdem noch aktiv an den Kämpfen teilzunehmen, anstatt einfach nur zuzuschauen, nachdem man eine Attacke eingeleitet hat. Am spannendsten sind aber in meinen Augen die Parry- und Dodge-Mechanics. Bei gegnerischen Angriffen müssen wir im richtigen Moment ausweichen oder den Angriff parieren, was zu einem starken Konter führt. Gerade bei schwereren Gegnern und Bossen habe ich schnell gemerkt, dass Konter ein extrem wichtiges Element der Kämpfe sind.
und es lässt sich auch, glaube ich, so gut wie jeder Angriff kontern, auch wenn er zuerst nicht danach aussieht. Das Timing mancher Attacken ist hier und da etwas irreführend und schwierig zu lernen. Manche Gegner deuten ihre Angriffe lange und gut erkennbar an, während andere Angriffe extrem schnell kommen und meistens Teil einer Combo sind. Aber man muss sagen, dass das Spiel immer mindestens irgendeinen Indikator eingebaut hat, wann eine Attacke kommt, sodass es sich manchmal vielleicht schwer, aber nie unfair anfühlt zu parieren oder zu dodgen. Etwas später im Spiel kommen dann noch gegnerische Angriffe dazu, bei denen wir springen müssen, um auszuweichen. All das führt dazu, dass wir als Spieler trotzdem dauerhaft in die Kämpfe involviert sind und beobachten müssen, was der Gegner macht und uns nicht einfach für ein paar Runden nach unserem Zug zurücklehnen können. Wie am Anfang gesagt, ich habe keine Erfahrung mit rundenbasierten Spielen, deshalb weiß ich nicht, ob das alles so zum Standard gehört, aber es macht für mich auf jeden Fall Sinn, die Kämpfe so zu gestalten. Gut gefallen hat mir auch, dass alle spielbaren Charaktere unterschiedliche Kernkompetenzen haben, die ihren Kampfstil bestimmen. Lune zum Beispiel fungiert als eine Art Magierin, die hauptsächlich mit den Elementen angreift, während Mael mit ihrem Rapier zwischen verschiedenen Haltungen wechseln kann, oder Gustav ein Nahkämpfer ist, dessen mächtigste Attacken immer auf seinen Prothesenarm ausgelegt sind. Das bringt Abwechslung ins Gameplay und sorgt dafür, dass wir nach Belieben unser Kampfteam aus 3 Charakteren zusammenstellen können. Außerhalb der Kämpfe können wir die einzelnen Gebiete in der Third-Person-Ansicht mit all unseren Charakteren frei erkunden und finden unterwegs Items, Chroma, neue Waffen und Tagebücher vergangener Expeditionen, die uns Aufschluss über die Vergangenheit geben. Welchen Charakter wir steuern, hat übrigens keinen Einfluss auf die Story oder die Kämpfe. Ich habe die meiste Zeit mit Lune gespielt, weil ich ihre Fähigkeit, über dem Boden zu schweben, ziemlich cool und satisfying fand. Die Gebiete sind schlauchartig aufgebaut, sodass es unmöglich ist, sich zu verlaufen oder einen falschen Weg zu nehmen. Höchstens optionale und versteckte Geheimnisse und Gegner kann man verpassen, wenn man die Gebiete nicht ausführlich genug durchsucht. Mir persönlich hat das Erkunden immer ziemlich viel Spaß gemacht. Erstens, weil die Welt so schön aussieht, dass sie einfach zum Erkunden einlädt, und zweitens, weil man immer mit irgendwas belohnt wurde, wenn man ausführlich erkundet hat. Das reicht von einfachem Chroma, mit dem wir bei Händlern Items kaufen können, bis hin zu Waffen und Pictos, die wir in Lumina umwandeln können. Was Pictos und Lumina sind, fragt ihr euch jetzt? Ich erkläre es euch, weil das war im ganzen Gameplay, glaube ich, die einzige Sache, die in meinen Augen echt nicht besonders gut erklärt wurde, die aber trotzdem sau wichtig ist. Pictos sind passive Fähigkeiten für unsere Charaktere, die sich auf Heilung, Angriff, Konter, Ausweichen, Angriffspunkte und noch viel mehr auswirken. Jeder Charakter hat 3 Picto-Slots, in die wir Pictos einsetzen können. Wenn ein Picto zum Beispiel bei Gustav ausgerüstet ist, dann kann ich ihn bei keinem anderen Charakter ausrüsten. Wenn wir dann 4 Kämpfe mit diesen Pictos ausgerüstet bewältigt haben, dann kriegen wir die Meldung Lumina erlernt. Ab diesem Zeitpunkt können wir dann die Passivfähigkeiten über das Lumina-Menü auch bei anderen Charakteren ausrüsten. Das ist extrem nützlich, weil man im Laufe des Spiels sehr viele gute Pictos findet, deren Effekt man schon auf mehreren Charakteren haben möchte. Das Lumina-Menü bietet sehr viel mehr Slots als die Pictos, weshalb man darüber richtig interessante und diversifizierte Builds erstellen kann. Aber wie gesagt, das Spiel macht keinen besonders guten Job darin, uns dieses System verständlich zu erklären, vor allem weil wir am Anfang mit den Begriffen Picto und Lumina überhaupt nichts anfangen können. Ich dachte am Anfang, Pictos wären meine 3 Hauptbuffs, deren Effekte irgendwie verstärkt sind, und Lumina sind so kleinere, unwichtigere Buffs, die nicht ganz so stark sind. Wenn man das System aber einmal durchschaut hat, dann werden Pictos und Lumina zu einem mächtigen und wertvollen System, besonders für härtere Kämpfe später im Spiel. Zwischen den einzelnen Gebieten bewegen wir uns dann auf einer großen Worldmap, die aussieht wie ein Tabletop-Spiel. Ich habe erst viel zu spät verstanden, dass wir uns auf dieser Map im Prinzip komplett frei bewegen können und dass es auch optionale Gebiete gibt, die wir in der Main Quest überhaupt nicht besuchen müssen. Ich bin immer brav einfach dem nächsten Hauptziel gefolgt und habe deshalb nicht ein einziges optionales Gebiet gemacht. Auf die Hauptstory hat das wie gesagt keinen Einfluss, wir werden im Laufe der Geschichte stark genug, um das Spiel abschließen zu können. Aber bei meiner Recherche nach meinem Playthrough habe ich dann gesehen, wie viel es eigentlich noch zu entdecken gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mich da nochmal etwas umschauen werde, wenn ich mal die Zeit dafür finde, weil, wie gesagt, man wird bei Expedition 33 wirklich nie enttäuscht, was die Erkundung und den Look der Welt angeht. Ganz selten, wenn extrem krasse visuelle Effekte auf dem Bildschirm zu sehen waren, hatte ich teilweise heftige Frame-Drops. Aber das ist so gameplay-technisch der einzige Minuspunkt,
der mir aufgefallen ist. Expedition 33 war eine wirklich krasse Erfahrung und zeigt extrem gut, in welchen Sphären sich Videospiele inzwischen bewegen. Meiner Meinung nach ist der Sprung zum Blockbuster echt nicht mehr weit und auch was die emotionale Tiefe der Geschichte angeht, steht das Spiel einem Science-Fiction-Kinodrama in nichts nach. Für mich definitiv eine der größten Überraschungen, die ich auf der PlayStation seit langem gespielt habe. Die Geschichte war atemberaubend, die Charaktere alle besonders und perfekt inszeniert, die Welt war bunt, fantastisch, kreativ und düster und das Gameplay war fordernd, spannend und visuell extrem ansprechend. In Sachen Nachfolger kann ich mir definitiv vorstellen, dass uns da noch mehr erwarten wird, weil die Welt mit dem Konflikt zwischen den Malern und den Autoren mehr als genug Stoff bietet, um weitere Geschichten innerhalb dieses Universums zu erzählen. Ich bin gespannt, wie die Entwickler das Thema angehen, weil der große Plot-Twist, dass das ganze Spiel eigentlich nur in einem Gemälde stattfindet und nicht real ist, kann man ja jetzt schlecht auch genauso im zweiten Teil bringen. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen lame. Aber das Studio hat gezeigt, wie kreativ es ist. Deshalb habe ich da großes Vertrauen, dass ein Nachfolger von Expedition 33 mindestens genauso clever durchdacht sein wird. Was denkt ihr über das Spiel und was würdet ihr gern in einem zweiten Teil sehen? Schreibt mir das gern mal in die Kommentare. Wenn ihr bis hier dran geblieben seid, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal für weitere Reviews alle 2 Wochen und bis dahin macht's gut und bis zum nächsten Video.